Hallo allerseits, ich bin heute auf der Internationalen Modellbahnausstellung in Göppingen und bin hier am Märklin-Stand und sehe hier eines der ersten Vorserien-Testmuster, fahrbereit von der 241 A65, das Highlight für heuer. Und hier ist Andreas Richard, der Projektleiter für diese Lok, für die Entwicklung dieser Lok. Und wann wird denn die Lok jetzt auf den Markt kommen? Sie wird im Dezember erstmalig ausgeliefert. Also wir sind momentan voll im Zeitplan. Gewicht 8,5 Kilo, glaube ich. Ja. Und Funktionen hat sie 32. 32 Funktionen, also ist für alle Möglichkeiten, für alle Geschmäcker was geboten. Wir haben 3 Dampffunktionen, das heißt wir haben den gepulsten Hauptraum, wir haben den stellungsabhängigen und schiebergesteuerten Zylinderdampf und wir haben eine funktionierende Dampfpfeife. Die wir jetzt vielleicht später noch mal anschauen können, wenn wir Glück haben, weil noch nicht alles funktioniert, weil der Decoder erst gestern eingebaut wurde. Und Sie haben vorhin schon berichtet, dass es noch ein Zurüstteil geben wird für die Lok. Normal fährt die Lok im engen Radius 1020 oder 1176 oder 1,39 Meter. Und ansonsten, wenn man sie vorbildgerecht 5 Meter oder wie viel Radius braucht man? Ja, ca. 5 Meter. Im Original fährt diese Lok einen Mindestradius von 185 Metern. Und laut Aussage eines der Clubmitglieder des Clubs 241 A65 beginnt dann der Rahmen sich schon leicht zu bewegen. Und da gibt es dann eine Verkleidung dafür, die haben Sie hier schon mal mitgebracht. Normal ist jetzt montiert, wo ist denn die jetzt normal an der Lok dran? Das ist an dieser Stelle eine Blende aus Zinkpropus mit Feinguss-Anbauteilen montiert, mit dem vergrößerten Radausschnitt, dass auch kleinste Radien ab 1020 mm gefahren werden können. Für größere Radien ab, wir haben es noch nicht genau getestet, aber größer 2,50 Meter vermutlich. Und Vitrinenausstattung machen wir es vorbildgerecht und haben diesen Radausschnitt vorne geschlossen. Und ansonsten haben Sie mir vorhin schon verraten, es gibt noch ein weiteres Zurüstteil, das in der Schachtel liegt. Das ist auch hier zu sehen. Das ist die Sponsorentafel der Firma Wettstein. Die 241 A65 ist ja die letzte funktionsfähige Dampflok aus dieser Baureihe. Und die ist in Besitz des Clubs. Und der Sponsor, die Firma Wettstein Klimatechnik, hat eine Werbetafel auf dem Tender im Original bei der Museumsausstattung montiert. Und wo käme die dann hin, wenn man sie dran machen will? In unserem Fall über der 3. Nietenreihe. Diese Tafel ist aus Feinguss, hat hier jetzt noch nicht, aber nach dem Auslieferungszustand 2 selbstklebende Streifen auf der Rückseite und kann dementsprechend montiert werden. Wir sehen, dass die Tafel vorbildgerecht auch erhaben geätzt ist. Das heißt, wir haben da entsprechend auch 2 metallene Tafeln für beide Tenderseiten, wie im Original, möglichst naturgetreu nachgebildet. Dann schauen wir uns noch ein paar Details an. Sie haben ja Klappen zum Öffnen, wie der Wasserklappe hier. Die ist auch fein detailliert wieder. In den Führerstand können wir auch mal reinschauen, das kann man mal erahnen, wie schön detailliert es wieder ist. Dann haben wir oben Sanddomdeckel, Sandkastendeckel, die alle 4 aufgehen mit kleinen Vorreibern. Dann gibt es irgendwo noch einen Wasserkastendeckel an der Seite beim Tender. Wir haben den auf beiden Seiten. Auf der linken Seite ist der Schalter untergebracht, mit dem man den Rauch abschalten kann. Für Kunden, die nicht versehentlich den Rauchsatz einschalten wollen. Und dann kann man noch anschauen, vorher die Rauchkammertüre ganz vorne haben wir auch noch beweglich. Ist auch geschlossen mit Vorreibern. Ich hoffe, dass ich die jetzt alle aufkriege. Jawohl. Da ist dann der Rauchentwickler angesteckt. Ne, die Beleuchtung ist angesteckt. Beleuchtung, ja. Und zwar arbeiten wir hier mit dem Steckverbinder, dass wir im Servicefall nichts haben, was hindert. Für den Servicefall müsste man diese Schraube unten lösen und hätte dann freien Zugang auf den Rauchgenerator, den man durch Lösen der Hohlschraube oben und letzten Endes Anheben dieses Abstrahlrohrs oder Einströmrohrs nach unten kann man den Rauchsatz nach vorne ziehen. Gut, dann machen wir wieder zu, dann kann man hoffen, dass wir vielleicht mal kleine Fahrt machen können. Gut. Irgendwo hakt einer. Augenblick.
Einer der Vorräuber ist gerade im Weg, ich weiß nicht welcher. Jetzt. Ich habe übrigens hier in der Hand auch noch gerade ein paar weitere Anbauteile oder beziehungsweise Beilagen, die mit dabei sind, ebenfalls aus Feinguss. Die Schürzeuge, für die wir am Modell noch die Befestigung, die Schürhakenaufnahmen haben. Das heißt, einmal hier. Gut, dann können wir es vielleicht mal fahren lassen, hoffe ich. Ja. Gut. Das sind die Länden, die wir hier unten haben. Das ist eingebaut, Fahrbetrieb für die Clean-Ausstellung. Das ist eine der ersten Fahrten hier auf dem internationalen Modellbahnausstellung in Göppingen. Die ist erst gestern der Decoder eingebaut worden. Momentan ist der Rauch aus, wahrscheinlich weil er die 5-Minuten-Sicherung abgeschaltet hat. Muss man neu ausschalten, neu einschalten den Rauch. Dann kommt er vielleicht nochmal. Und dann können wir uns vielleicht auch noch ein paar von den Geräuschen anhören, Herr Richard. Schauen wir mal, das heißt, Sie gehen jetzt mal an die Zentrale ran und dann schauen wir, was wir für Funktionen haben. Vielleicht fangen wir mit ein paar Geräuschen an. Okay. Gut, also wir haben hier einerseits das bekannte, markante Leertonhorn, auch mit einer Dampffunktion hinterlegt. Zu der Elektronik muss man sagen, dass wir allerdings hier momentan brandaktuell bei der Abstimmung sind. Das heißt, die eine oder andere Funktion macht hier noch Schwierigkeiten, speziell hier auf dem Messestand. Wir müssen also da am Timing, an der Abstimmung zwischen den zwei eingebauten Decodern noch arbeiten. Gut, was hören wir jetzt noch? Das Kohleschaufeln. Der Lautsprecher ist hinten im Tender? Wir haben einen Lautsprecher im Tender und einen Lautsprecher vorne im Kessel. Das heißt, der vordere Lautsprecher verteilt den Klang mehr nach vorne, sodass diese Soundfunktionen nicht zu lokal auf den Tender beschränkt sind. Er verteilt das Spektrum und Sie haben eher den Eindruck, als wenn der Sound aus der Lok kommt und nicht aus dem Tender. Das oftmals für Probleme. Gut. Was gibt es noch für Geräusche, die wir eventuell hier hören? Es ist hier laut in der Halle. Leider werden wir hier nicht allzu viel erkennen können. Aber gibt es irgendeine Bahnhofsansage oder irgendwelche Sachen? Also wir haben die üblichen Geräusche wie Luftpumpe, Speisepumpe, Injektor, Bahnhofsanzeige, Zugfunk. Das war jetzt die Bahnsteiganzeige. Schaffnerpfiff. Sanden hat man ganz leicht gehört. Ja, vieles werden wir nicht hören bei der Umgebung. Aber vielleicht wäre es schön, wenn wir noch mal schaffen, ob sie vielleicht doch noch mal raucht. Wahrscheinlich hat jetzt eben die Zeitabschaltung uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil wir doch schon zu lange hier reden. Aber vielleicht ist auch der Rauchentwickler selber leer, könnte auch sein. Vielleicht nochmal zwei, drei Geräusche. Also wir haben hier noch einen Kurzpfiff, einen weiteren Kurzpfiff. Rangieranweisung. So, jetzt filmen wir nach. Mit dem Rauchdestillat von Märklin, das üblicherweise bei allen Dampfloks mit im Lieferumfang eine kleine Probepackung ist. Und wie lange reicht eine Füllung? Wahrscheinlich 20 Minuten rum vielleicht. Ca. 20, 25 Minuten. Je nachdem, wie viele der Rauchfunktionen man anwählt, können
Sie ständig mit Dampfpfeife fahren, dann braucht er natürlich deutlich mehr. Aber im Regelbetrieb ist der Schmierdampf reduziert während der Fahrt. Das ist das Abblasen des Zylinders. Ich würde jetzt sagen, jetzt fahren wir noch einmal auf und ab. Vielleicht kommt der Rauch dann alleine wieder. Vielleicht haben wir halt einfach heute Pech, weil die Elektronik noch nicht ganz so richtig funktioniert. Dann verfolge ich sie nochmal während der Fahrt. Schauen wir das Kohlenschaufeln schön. Aber das Dampflokgeräusch fehlt. Jetzt hört es. Jetzt fängt es das Rauchen an. Vielleicht kann man nochmal die Zylinder sehen beim Dampfen. Eindrucksvolle Lok. Herr Richard, vielleicht können Sie mir noch mal kurz erzählen zu den verbauten Materialien bei der Lok. Also, Moment, ich schalte nur kurz die Pfeife aus, dass leiser wird. Also die Materialien sind größtenteils, wie wir es aus den letzten Jahren kennen, Druckguss mit Schleudergussteilen, mit anderen Feingussteilen, geätzte Bleche oder ähnliches. Materialmix, die Windleitbleche sind zum Beispiel Messingblech, geätzt. Die Träger davon, ebenfalls geätzte Messingmbleche, gebogen. Die Anbauteile im Wesentlichen entweder Messingdrähte, die lackiert sind, oder Feingussteile. Wir haben versucht, so wenig wie möglich Kunststoffteile einzusetzen und beschränken uns da auf das absolut Notwendige. Aus technischen Gründen ist es sinnvoll, die Puffer aus Kunststoff zu machen. Wenn Sie eine Blockstrecke haben, kann es sonst Potentialunterschiede geben. Und das kann zum Kurzschluss führen, wenn Potenziale sich da nicht ausgleichen können. Des Weiteren das Bremsgestänge, die Bremsbacken, die ja möglichst eng anliegen sollten, empfehlen sich immer aus Kunststoff. Das ist das erste Modell. Genau aus demselben Grund, eben wegen den möglichen Kurzschlüssen. Wenn wir weiter nach hinten schauen, klar, Kunststoffteile bei Transparent, da können Sie keinen Schleuderguss einsetzen. Wir haben hier in dem Kohlebunker Echtkohle, wie es eigentlich mittlerweile Standard ist. Beim Kohlebunker, wenn wir schon sind, ich habe es vorhin gesehen, man kann sich unten drunter den Decoder anschauen. Richtig. Und die Elektronik, da können wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen was erzählen dazu. Es ist hier einfach so gelöst, dass wir diesen Kohleeinsatz mit in dem Fall jetzt 3 Magneten versehen haben. Er ist dann ohne Werkzeug zu entfernen und Sie kommen direkt an den Decoder ran. Was wir hier verwendet haben, ist der neue Märklin RX-Decoder, der eine Glättung möglich macht. Den Stromspeicher sehen Sie hier unten in Reihe angeordnet. Die
Überbrückungszeit für Lichter ist über mehrere Minuten. Für sämtliche sonstigen Verbraucher ist es einstellbar, ob gepuffert werden soll, zum Beispiel der Motor, der Rauch, ähnliches. Das lässt sich über CVs einstellen. Bei normalem Fahrbetrieb würde sich in jedem Fall die Pufferung über ca. 15 Sekunden oder ähnliches einschalten und dafür sorgen, dass es keine Unterbrechung im Fahr- oder Soundbetrieb gibt. Und der Decoder ist multiprotokollfähig, der fährt alle Standards, die heute üblich sind. Der fährt also Märklin MFX-Format, er fährt das alte Märklin Motorola-Format, er fährt AC analog, er fährt DC analog, er fährt DCC natürlich. Und es lassen sich auch einzelne Protokolle abschalten. Das heißt, der Kunde, der am liebsten reines DCC fahren will, kann MFX abschalten und umgekehrt genauso. Und sowohl in DCC als auch in MFX sind dann 32 Funktionen möglich, sofern die MFX-Zentrale entsprechend auch die 32 Funktionen unterstützt. In der ersten Generation haben wir die Märklin-Zentralen das noch nicht unterstützt. Inzwischen ist aber, glaube ich, sowohl für Central Station 2 als auch 3 als auch für die Mobile Station ein Update verfügbar, dass man tatsächlich die Zentrale auch mit 32 Funktionen ansteuern kann. Wobei es mit der Mobile Station wahrscheinlich keinen Sinn macht, diese schwere Lok zu fahren. Also das Begrenzende ist natürlich da der Strom und da ist die Mobile Station von vornherein schon mal etwas limitiert. Sie können sich vorstellen, ein 8,5 Kilo schweres Modell zu bewegen mit entsprechenden, vielleicht sogar Messingwagen hinten dran, da geht schon richtig was an Strom. Da sollte man schon an der Ausstattung nicht sparen. Man kann zwar rein mit einem normalen Regeltrafo arbeiten, man kann mit der Mobile Station arbeiten, man kann mit der Central Station arbeiten oder auch mit dem Wechselstrom-Trafo. Aber wenn man die ganzen Funktionen nutzen will, dann empfiehlt es sich doch, möglichst eine gute Ausstattung zu nehmen. Die Zentrale, die DCC kann oder die MFX kann. Gut, dann bedanke ich mich bei Andreas Richard, dem Projektleiter für die 241A. Und ein letzter Blick nochmal auf die 241A, auf dieses Prachtstück mit über 80 cm Länge, das Ende des Jahres auf den Markt kommen soll und 8,5 Kilo wiegen wird. Und das war es hier von der internationalen Modellbahnausstellung vom Märklin-Stand von der neuen Spur 1 Lok 241A 65.